Ja, moin, moin, meine Freunde. Also, ich hatte in dem vorherigen Video ja schon mal ein paar Töne dazu gesagt, dass ich die EcoFlow mal vorstellen wollte. Ich habe jetzt gerade hier vor mir einmal den EcoFlow Smart Generator, der sowohl über Benzin wie auch über Gas betrieben werden kann. Und daneben steht die EcoFlow Delta 2, eine kleine Powerstation mit etwa 1 kW Leistung. Also Speicherkapazität, nicht Leistung. Die Leistung liegt, glaube ich, bei 1,8 kW, die maximal abgibt. Aber die Speicherkapazität ist 1 kW. Und hier ganz unten steht noch ein 1 kW Zusatzakku für die Delta 2. Und ich wollte euch jetzt einfach sich mal abholen, wie das Ganze so aussieht, wie das Ganze eben funktioniert. Welche Kamera nehme ich jetzt am besten? Ich nehme jetzt mal hier die Kamera raus. Ich nehme jetzt mal mein Handy zur Hand und filme parallel nochmal die einzelnen Abschnitte. Das macht das Leben etwas einfacher. Tada, tada, tada. So. Video. Ja, wie gesagt, wir haben einmal hier den Smart Generator stehen. Da steht einmal die Kamera im Weg, die mich gerade nicht mehr beobachtet. Ah, jetzt hat sie mich wieder. Hier neben steht die Delta 2, die Powerstation. Und hier unten steht noch neben Glasreiniger und ein Schwamm auch noch der Zusatzakku für die Delta 2. Vorweg, das ganze Equipment ist selber gekauft und weder gesponsert durch die Firma EcoFlow oder sonst irgendwas. Fangen wir mal damit an, warum habe ich mich für diese Lösung entschieden, weil draußen am Markt gibt es ja, weiß Gott, noch mehr Anbieter von solchen Lösungen, außer die Firma EcoFlow. Mir war das ein Zusammenspiel wichtig, dass ich einmal Zusatzakkus mit dabei habe, um dann etwaig auch mal in der Nacht problemlos die Stromversorgung sicherzustellen, dass ich aber einen Smart-Generator mit dabei habe, der das Ganze problemlos mitversorgt. Und ja, Luna, schön, dass du Spaß hast. Ach, der Ausflugdampfer im Hintergrund fährt auch noch vorbei. Ja, jetzt habe ich total den Faden verloren. Ach ja, dieses Zusammenspiel von den beiden Komponenten. Und als allererstes würde ich jetzt mal darauf einsteigen, wie das Ganze jetzt hier grundsätzlich einmal aufgebaut ist. Also ein CO-Alarm, also da geht es sich um CO2-Werte, die EcoFlow selber misst. Wenn man das in jetzt nicht so gut belüfteten Räumen oder sonst irgendwas einsetzt und es in Gefahr von Vergiftungen kommen könnte, schaltet dieser Smart Generator automatisch ab und sagt, ne, erstmal lüften, bevor ich jetzt irgendwas hier weitermache. Ja, Ölalarm, ich glaube, ist selbsterklärend. Da geht es sich darum, wenn ich zu wenig Motoröl drin habe oder sonst irgendwas, dass der dann eben auch nicht anspringt oder sich gar selbstständig auch abschaltet. Hier drunter haben wir so eine Steckdose und hier oben ist auch dieser An- und Aus-Knopf mit dazu. Also das heißt, ich habe hier einen ganz normalen Fyco-Stecker-Anschluss und den kann ich dann hier oben auch noch mit ein- und ausschalten. Und dieses IoT-Reset, ganz ehrlich, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weiß ich gar nicht. Ja, und der großartige Button hier in der Mitte, Electric Start, ist dafür da, wenn die EcoFlow hier an der Seite einmal eingeschaltet wird. Also so wie man das Ding erstmalig in Betrieb nimmt und Öl einfüllt und sowas alles. Dazu gibt es Unmengen an Videos draußen im Internet und ich glaube, das brauche ich nicht nochmal separat neu drehen. Und wenn man jetzt mal so auf dieses Display drauf schaut, sieht man, dass ich 81% einen Kraftstofftank gefüllt habe in die letztes Jahr ungefähr 5 Stunden Betriebszeit gehabt. Und hier unten steht jetzt die kleine Powerstation. Die hat ungefähr noch 5 Stunden Restlaufzeit. Ich lade gerade einen kleinen, hier oben, diesen kleinen externen Akku.
den wir am Bett so für Handys, Tablets und sowas eben noch nutzen. Den lade ich gerade darüber nochmal auf. Habe hier vorne auch verschiedene Anschlüsse, aber das mache ich gleich. Ja, und sehe jetzt, dass er diesen Akku mit dieser Leistung von 57 Watt nach derzeitiger Akkukapazität noch weitere 5 Stunden so laden könnte. Dazu kommt es erst gar nicht, weil der ist viel schneller voll. Dieser kleine 65 Watt Akku hat 0,1 kW Speicherkapazität, was im Endeffekt fürs Abends, für ein Tablet oder für das Handy und sowas vollkommen ausreichend ist. Jetzt war ich clever, weil ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Also als allererstes gab es das Spielzeug, dann gab es bei mir das Spielzeug und zum guten Schluss gab es eben das Spielzeug. Gut, es gilt jetzt noch ein bisschen was mehr mit dazu. Ich habe auch noch ein Solarpanel mit dabei und sonstige Spielereien, die da mit reinlaufen. Aber ja, warum habe ich mich jetzt erstmal für die Firma EcoFlow entschieden? Die kann ich hier so lange ausmachen. Ja, das war im Endeffekt der Hintergrund, dass ich sage, ich möchte Punkt 1 erstmal alles von einer Firma haben und dass ich das Ganze relativ easy einfach alles untereinander koppeln kann und meinen individuellen Wünschen entsprechend sozusagen aufbauen kann. Also Grund 1, die Delta 2 ist so meine Standard-Stromversorgung für eine Kaffeemaschine, für den kleinen Backofen, den ich an Bord habe. Ja, den könnte ich auch über die Bordbatterien benutzen, aber wenn man längere Zeit auf Turn ist es eben auch so, dass auch die Bordbatterien irgendwann den Geist aufgeben und sagen, ich bin leer. Und da wir schon mal gerne etwas länger unterwegs sind, benutze ich die Bordbatterien lieber für die bordeigenen Sachen nur, sprich für die Beleuchtung oder für den Kühlschrank, für den Gefrierschrank und. Also das heißt, alles, was an Bord verbaut ist. Und das, was ich als Zusatzequipment eben mitbringe, betreibe ich lieber sozusagen über die Zusatzprodukte, die jetzt gerade hier aufgestellt sind. Hat auch den Hintergrund, dass ich mich an Bord nicht großartig einschränken muss. Und wenn es mal an Bord so weit kommen sollte, dass auch die Bordbatterien leer sind oder so gut wie leer sind, dann habe ich noch immer hier meinen Generator, den ich auch an Bord anschließen kann und eben auch die Batterien an Bord direkt laden kann. Gut, so viel dazu. Hier gibt es so ein schönes, ein dickes Kabel. Dieses Kabel kann ich einmal auf der Seite in die Delta 2 einstecken, auf der anderen Seite auch in den Smart Generator. Ne, das muss ich was weiter aufmachen, das reicht nicht. Hier drüber lade ich jetzt wenn ich die beiden Geräte miteinander verbinde, lade ich jetzt nicht mehr über 230 Volt Wechselspannung, sondern über, ich weiß es gar nicht mehr, das Kabel ist jetzt auf 300 Volt Gleichspannung ausgelegt, aber ich glaube nicht, dass zwischen den beiden Geräten irgendwie 300 Volt ausgetauscht werden. Ich stecke das einfach locker flockig in die Seite ein und auf der Seite, jetzt drehe ich hier die Kamera mal ein bisschen, dass die das hier mit aufnehmen kann. Passt das? Ja, das passt. Und ja, da ist schon der erste Manko, ne? Also die Klappe, wenn man sich das hier anguckt, da gibt es so ganz kleine, feine Pinöppels, die Firma EcoFlow da verbaut hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Na, 5-mal auf und zu hat das Teil dann eben gedacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, jetzt versuche ich erstmalig nach ungefähr 7 Monaten den Smart Generator jetzt nochmal zu starten. Mal gucken, was er dazu sagt.
Leute, das ist jetzt wirklich faszinierend. Das Gerät war jetzt ein halbes Jahr sozusagen verstaut, hat nicht gelaufen und nach dem halben Jahr, ich drücke ein Knöpfchen und das Ding raselt direkt von vornherein wieder los. Also das ist schon geil. Des Weiteren kann ich das Ganze jetzt natürlich auch noch, smart wie es ist, auch von meinem Handy aus selber steuern. Das heißt, auch hier drauf sehe ich jetzt, wie viel Kapazität ja, sozusagen der Tank da drinnen hat, wie viel Restlaufzeit ich bis zu nächsten Maintenance habe. Die Gesamtlaufzeit bekomme ich angezeigt. Und wenn er jetzt in Flow wäre, also das heißt in Arbeit wäre, dann würde ich eben auch sehen, wie viele Stunden er jetzt selber eben noch benutzt. Und das Schöne daran ist, ich kann jetzt hier unten einfach sagen, indem ich den Schieberegler nehme, hier dafür gebe ich das in die ja, total easy. Also starten, ausschalten ist total einfach. Und dasselbe gilt dann eben auch für die Delta 2. Auch hier sehe ich die kompletten Kapazitäten angezeigt. Jetzt sehe ich, dass er nach derzeitiger Spannung 5 Stunden 11 Minuten noch arbeiten würde. Er hat einen Ausgang derzeit von 57 Watt. Wechselstrom, Eingang habe ich keinen, einen Solareingang habe ich auch derzeit keinen. Und der Smart-Generator, der jetzt gerade verbunden ist, wird auch mit 0 Watt dargestellt. Also ich nehme das gleich nochmal hier mit dem Screen Recorder auf. Jetzt gehe ich aber mal hin und stöpsel das Ganze hier einmal von dem Smart Generator ab. Nehme mir hier auf Seite den kleinen Zusatzakku, stecke das ganze Spielzeug jetzt hier einmal mit dran ein. Habe jetzt also meine Gesamtakkukapazität von 1 kW, die ich vorher hatte, erhöht auf 2 kW. Sehe jetzt auch direkt schon, dass ich 98,59 Stunden Gesamtkapazität noch hätte bei 57 Watt Ausgang. Derzeit wird das obere Gerät von der Zusatzbatterie mit 66 Watt geladen und hat selber einen Ausgang von 57 Watt. Hier sehe ich dann auch die Akkukapazitäten von beiden Geräten, sprich die Delta 2 hat eine Kapazität von 33%, die Zusatzbatterie ist noch komplett voll mit 100% und jetzt tauschen die zwei den Strom aus, besser gesagt die Delta 2 wird jetzt geladen von der Zusatzbatterie, dass ich da auch, ja, wie soll ich es ausdrücken, weniger Probleme mit habe anschließend und genügend Kapazität auf der Delta 2. Jetzt kann ich das ganze System natürlich, wie gerade dargestellt, manuell fahren, aber ich kann jetzt auch das Ganze jetzt so programmieren, indem ich sage, meine Delta 2 ist mit dem Smart Generator verbunden. Und der Smart Generator soll automatisch meine Delta 2 laden, sobald die Ladekapazität unter 10% fällt. Dann verbinde ich die zwei Geräte und benutze das ganz normal eben. Und wenn die Spannung drunter fällt, startet der Generator von alleine, lädt meine Batterie so weit auf, wie ich es vorgegeben habe. Ich sage jetzt mal, im Regelfall habe ich dann 60% einstehen. Auch mit dem Hintergrund, dass ich im Regelfall tagsüber das Solarpanel eben auch noch daran angeschlossen habe und ich dann einfach sage, ja, die 40%, die hole ich mir über das Solarpanel eben noch rein und handle das dann eben so rum, sodass ich nur immer bis 60% auflade. Und sollte ich doch etwaig mal mehr Strom benötigen, als das über Nacht jetzt eben über Tag über das Solarpanel eben noch geladen wurde, ja, dann ist es so, dass der Smart Generator im Zweifelsfall wieder anspringt und wenn ich das jetzt abends eben nicht mehr haben möchte, habe ich meine Zusatzbatterie. Auch die Zusatzbatterie kann ich an den Smart Generator wieder anschließen, darüber aufladen. Also genau dasselbe Spiel, ist egal welche Komponenten ich dann nutze. Ich stecke das einfach hin und her und die ganze Chose läuft eben. Und das war mit einer meiner Kaufentscheidungen, warum ich mich für EcoFlow entschieden habe.
Aber und solche Sachen wie jetzt das hier, so eine Abdeckung, die bekommt man auch noch nicht mal als Ersatzteil irgendwie zu kaufen oder sonst irgendwas. Also ich habe da schon mehrere Stunden jetzt mit im Internet zugebracht, um das dann etwaig irgendwo noch zu finden, dass ich es mir neu nachkaufen kann. Aber bei solchen teuren Geräten, dass ich hier noch nicht mal einen Metallstift oder irgendetwas drin habe und dass ich das hochwertiger mache, wie im Endeffekt die ganze EcoFlow-Serie an für sich ist, und dass man dann an so einen doofen Plastikdeckel dann anfängt, noch einen halben Cent einzusparen, indem man keine Metallstifte einzieht und so ein Kunststoffteil dann schon innerhalb des ersten halben Jahres eben kaputt geht, das stößt bei mir dann doch irgendwo auf Unverständnis. Zum Glück ist es so, dass ich es feste einklipsen kann und das dann trotz allem noch hält und ich dann nicht noch großartig mit irgendwelchen Klebebändern oder sonst irgendwas da eben arbeiten muss, sodass der Anschluss, wenn ich ihn nicht benutze, zumindest zu ist. So, jetzt sehe ich gerade hier unten, die Kamera geht ins rote Lichtchen. Das heißt, ich muss einmal umstecken. So, jetzt wird auch die andere Kamera gerade schon wieder von der EcoFlow geladen. Ja, was ist der nächste Step? Wir haben an Bord neben dem Kühlschrank, der fest im Boot verbaut ist, auch noch eine mobile Kühlbox, die wir auch über 12 Volt, teilweise über Bordstrom, also auf Fahrt über Bordstrom. Und wenn wir dann an Land liegen, ist es so, dass ich die an der EcoFlow dran anklemme, betreiben. Da ist jetzt auch der Plan für die laufende Session, dass wir uns auch von EcoFlow die Kühlbox noch holen, weil auch da dieses Zusammenspiel der ganzen Geräte das Leben an Bord eben etwas einfacher machen. Und ja, noch hält mich der Kostenfaktor ein bisschen davon ab, weil ich jetzt schon äußerst viel ins Boot jetzt investiert habe an Reparaturen und an Verbesserungen. Aber ich tendiere auch noch dahin, dass ich etwaig dieses Jahr von EcoFlow mir auch noch diese mobile Klimaanlage dann organisiere und die fürs Schlafzimmer einsetze, die dann eben auch mit diesen ganzen Komponenten einfach schön zusammenarbeitet und wir dann auch zumindest in den heißeren Sommermonaten, Luna, Gino, hierhin, in den wärmeren Sommermonaten dann eben auch hingehen können und ja, in Ruhe des Abends ins Bett gehen, indem wir die Kabine einmal runterkühlen. Und wenn man dann einmal eingeschlafen ist, dann geht das ja alles. Aber ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn es so richtig brüllend warm unter Deck ist, abends, also ich habe da totale Probleme dann eben mit Einschlafen, weil mir das einfach zu warm ist. Und deswegen überlegen wir da schon, dass wir etwaig im Sommer uns, wie gesagt, noch diese mobile Klimagerät von der Firma EcoFlow dann eben zulegen. Und ja, etwaig auch das 220 Watt Solarpanel dann abtreten und uns dann das 400 Watt dann noch holen, sodass wir auch den erhöhten Strombedarf darüber dann fahren können. Also, das ganze System funktioniert natürlich nicht nur auf Booten, das funktioniert natürlich auch in Wohnmobilen oder in Wohnwagen. Also das heißt, alle diejenigen, die da outdoormäßig etwas unterwegs sind, also auch, das heißt, die Leute, die zelten gehen, also jegliche Art von Outdoor-Aktivität, kann ich dieses System nur empfehlen. Ich bin total begeistert davon. Jetzt gibt es so einen Bootskollegen wie den Markus, der dann sagt, ja, ist zwar schön und nett, aber das kostet ja jetzt auch eine ganze Ecke mehr gegenüber anderen Herstellern, nur damit du da weniger Kladderadatsch eben mit hast. Wie gesagt, Bordbatterien sind leer, ich schließe das Boot an den Generator an, Boot lädt. Generator ist leer, ich habe keinen Sprit mehr mit dabei. Egal, ich nehme meine EcoFlow Delta 2, hänge die am Bord dran, hänge draußen das Solarpanel dran und brachte dann eben, dass die Bordbatterien wieder so, nicht die Bordbatterien, sondern primär die Batterien von den Motoren soweit sind, dass sie wieder ausreichend geladen sind, dass ich ohne Probleme mit meinem Boot wieder starten kann und losfahren kann. Und das habe ich eben mit diesem Equipment. Ich bin da relativ easy und freizügig eben mit unterwegs. Die Zusatzbatterie ist wirklich so als reine Zusatzbatterie von mir immer gehandhabt. Das heißt, die steht in der Ecke unterm Bett und wird im Regelfall nicht benutzt, außer es ist jetzt abends, die Sonne hat zu wenig geschienen
Die Delta 2 hatte zu wenig Solarenergie bekommen. Den Generator abends anzuschmeißen, ist mir effektiv dann zu laut und ich möchte ins Bett, möchte aber noch was Fernsehen gucken. Und dann rufe ich schon mal den Zusatzakku eben mit raus, sodass ich auf jeden Fall über Nacht noch genügend Strom zur Verfügung stehen habe für die Sachen, die ich dann eben so benutzen möchte. Ja, ganz viel gequatscht und ja, ich glaube, ich habe es euch auch äußerst gut rüberbringen können. Das Ganze, ich drehe mal hier die Kamera ein bisschen. So. Wie gesagt, ein paar Sachen sind jetzt mit dabei, die mich jetzt zwar noch stören, wo ich einfach sage, wie jetzt diese Abdeckung von dem Generator oder ja, das ist schon Heulen auf hohem Niveau, aber trotz allem ist es ärgerlich, wenn man sich jetzt hier so einen Smart-Generator für, ich glaube, 600 Euro habe ich dafür bezahlt, jetzt kauft und benutzt ihn ein paar Monate und so eine dämliche Klappe geht dann eben kaputt, dann ärgert man sich. Außerdem muss man sich vollkommen bewusst darüber sein, so ein Teil ist nicht gerade das, was man leicht nennt, aber es ist gut und robust gebaut, also das heißt, am Bord drauf oder vom Bord runter ist dann eben auch so, dass es schon die eine oder andere Spur am Kunststoff eben mit hinterlassen hat. Wie gesagt, es ist nicht gerade das, was man leicht nennt und dann eckt man auch schon mal an oder schleift es irgendwo drüber. Aber bis auf ein paar Schleif- oder Kratzspuren am Gehäuse macht das Ding im Endeffekt alles mit. Anders sieht es jetzt eben aus bei den beiden Akkus. Die sind vom Gewicht her, möchte ich sagen, für jeden normalen Mann einfach handelbar. Vom Gewicht her ist nicht zu schwer. Man kann es gut noch tragen. Das war auch ein Grund, warum ich mir nicht wie Markus jetzt so eine 5 kW Powerstation eben geholt habe. Weil so eine Powerstation mit über 60 Kilo, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir dann effektiv viel zu schwer. Weil dann muss ich, das ist ja richtig Arbeit. Das Ding, was weiß ich, so irgendwo um die 10 Kilo rum wiegt dieser Akku und ja, das ist jetzt nicht die Welt. Der Generator, und ich weiß jetzt nicht, ich blende es nachher mal ein. Ich suche mir die Daten nochmal raus, so, aber der hat schon ein etwas höheres Gewicht. Aber nach wie vor, das ganze Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, ich finde es mega klasse. Ich habe da voll Spaß dran. Und 3 von unseren Booten sind mit EcoFlow-Produkten ausgestattet. Markus, dem war EcoFlow in der Größenordnung, wo er jetzt, wie gesagt, unterwegs war mit 5 kW, einfach zu teuer und hat dann gesagt, nee, dann weiche ich auf eine andere Firma aus, hole mir etwas von einem anderen Hersteller. Hat natürlich aber auch da eben das Problem, zum Beispiel mit Laden unterwegs, dass er eben äußerst hohe Verluste hat, was das Laden seiner Powerstation angeht, weil entweder zum Beispiel bei mir über den Generator, du musst das Ganze auf 230 Volt hochtransformieren, dann geht das rüber in die Powerstation und dann wird das Ganze wieder runter konvertiert in Gleichspannung, dann eben für den Akku. Und da hat man eben äußerst viele Verluste drauf. Genau dasselbe gilt dann eben für den Hafen, wenn ich mich an Landstrom anstecke und muss diesen eben auch bezahlen, EKW. Ja, dann ist es eben auch so, dass diese Powerstation, ja, für, was hatte ich nachgelesen, für 5 kW Ladung braucht er ungefähr 6,5 bis 7 kW an Eingangsspannung. Und wenn man jetzt rechnet, 1,5 kW Verlust, das ist schon eine Hausnummer. Also da ist fast so viel, wie ich am Powerstations selber mit dabei habe, die hat er als Verlust auf seiner. Das ist schon eine Hausnummer, das ist nicht gerade wenig. Ja gut, aber wie gesagt, es sind nicht die einzigen Hersteller. Es gibt da Enker und Buletti und wie sie nicht alle heißen. Nur wir haben uns unabhängig voneinander alle darauf irgendwie geeinigt, dass wir EcoFlow einsetzen. Also Roy und Mario haben, Roy und Mario, wie komme ich jetzt auf Mario? Ich wollte bestimmt Roy und Marion sagen, aber nee, Roy und Steffi haben die River an Bord, die haben auch noch nicht so den hohen Strombedarf. Das ändert sich jetzt auch, glaube ich, im Laufe der Saison, wenn sie sich immer mehr uns anpassen. Und bis dato waren die zwei immer nur, die dann eben so einen Tag oder ein kleines Wochenende, das heißt eine Übernachtung dann eben an Bord. Und dann waren die wieder zurück im Hafen.
das wird sich dieses Jahr auch drastisch bei denen ändern, das haben sie mir schon gesagt, weil sie sind gerade dabei, die ganze Dusche auszubauen und sowas, dass sie sich eben auch ausreichend der Körperhygiene an Bord eben widmen können. Und dementsprechend sind sie gerade da auch noch dran an Handwerken, dass sie das dieses Jahr auch machen können. Das war nämlich bis dato immer so, dass sie dann immer zurückgefahren sind in den Hafen, haben sich im Hafen dann wieder frisch gemacht und sind dann etwaig wieder zurückgekommen oder gar komplett dann eben im Hafen geblieben. Und das wollen sie dieses Jahr eben auch ändern. Und das heißt, im Endeffekt wird auch ihr Strombedarf, den sie autark nutzen, auch etwas weiter nach oben gehen, weil sie dann eben mehr auch benötigen werden. Ja, der Heinz hat im Endeffekt jetzt nicht den Smart-Generator mit dabei, da bin ich jetzt der Einzige, aber der hat auch jetzt hier die Delta 2 und den Zusatzakku doch bei sich mit an Bord. Er hat einen ganz normalen Stromgenerator, ich glaube von Makita hat er sich einen geholt. Da ging es ihnen, oder ein Honda, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, da ging es aber im Endeffekt nur darum, da die EcoFlow, der Smart Generator hier, ich glaube mit 1800 Watt Maximalleistung um die Ecke kommt und der Heinz dann gesagt hat, nee, das kann denn etwaig auch für so eine Heißluftfritteuse oder sonst irgendwas an Bord dann eben zu wenig sein. Und wenn ich mal richtig Kasala brauche, sprich ich brauche richtig Strom, und deswegen hat er sich jetzt einen Stromgenerator geholt, der eine bedeutend höhere Leistung eben auch rausgibt. Und somit, wenn wir zusammen unterwegs sind, glaube ich, sind wir breit genug alle aufgestellt, dass wir uns gegenseitig aushelfen können und auch solche Turns dann mit unserem Equipment, was wir eben an Bord haben, ausreichend uns damit versorgen können. Eine halbe Stunde, ein bisschen jetzt hier über EcoFlow gequatscht. Und ich bin noch nicht wirklich auf die Anschlüsse und sowas eingegangen. Wie jetzt, dass er USB-A, USB-C Ladeanschlüsse hat, auch USB-C mit 100 Watt, dass ich auch ein Notebook direkt daran betreiben kann. Er hat diesen Zigarettenanzünderport mit 12 Volt hinten dran. Da habe ich zum Beispiel immer die die Fritzbox dran angeschlossen. Fürs Internet an Bord. Dann hat er hinten ganz normale 4 Schüko-Steckdosen eben noch mit dran. Und auch hier habe ich eine Gesamtleistung, wenn ich das recht in Erinnerung habe, von 1,8 kW. Ach ja, 1,8 kW. Wenn ich den Smart Generator mit Gas betreibe, hat der keinen Maximalausgang mehr von 1800 Watt. Ich glaube, dann schrumpft der runter auf 1600 oder 1400, irgend sowas war das. Aber die Gasvariante hatte ich selber auch noch nie ausprobiert. Ich habe das ganze Equipment auch dafür mit an Bord, wenn mir nämlich mal der Benzin ausgeht und mein Boot hat die Heizung, wird über Gas betrieben, genauso wie das Kochfeld wird ebenfalls an Bord über Gas betrieben. Und somit habe ich 2 kleine und eine große Gasflasche mit an Bord. Und wenn es wirklich hart auf hart läuft, dann kann ich noch immer hier dran auch eine Gasbuddel dran anschließen und sagen, ey, ich brauche Strom, ich habe kein Benzin mehr, aber ich habe eben noch Gas, dann muss ich nicht jedenfalls abwägen, brauche ich mehr Heizung oder brauche ich mehr Strom und kann mich dementsprechend auch, also wie ihr merkt, ich bin da total breitflächig dann anschließend aufgestellt. Und selbst wenn ich sage, ich habe keinen Strom mehr, kein Gas mehr, kann ich noch immer zu Heinz an Bord gehen und zappt den seine Gasflasche eben mit an und habe dann im Endeffekt immer die Möglichkeit, ob es über Solar ist, über Benzin, über Gas oder die Deltas auch direkt über Landstrom dann eben zu laden, und Solar laden. Also das heißt, ich bin da komplett frei, unabhängig nachher und draußen autark eben aufgestellt und habe wirklich alle Möglichkeiten für mich offen. Gut, Leute, jetzt habe ich nämlich Lust auf eine Zigarette und habe mein Fräuchen Feuer bei. Ne? Skipper, ein Ziel, die Nacht wird zum Tag, die See tobt wild, doch wir halten uns stark. Das Ruder in der Hand, die Segel im Wind, der Sturm wird uns führen, der Kurs bleibt